Ein neues Medikament ist auf dem Markt. Was viele Endverbraucher nicht wissen, zu diesem Zeitpunkt hat es schon eine jahrelange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Bis wir dieses neue Medikament nutzen können, vergehen oftmals 10 bis 15 Jahre. Und dabei könnte diese Forschung sehr viel schneller und effizienter passieren. Um zu erfahren, wer sich hinter dieser Aussage verbirgt und wie sich diese Prozesse schneller gestalten lassen, begeben wir uns nach Oxford. Hier forscht der junge Arzt und Wissenschaftler Dr. Martin Immanuel Bittner. Aber zunächst schauen wir uns eine Medikamentenentwicklung mal genauer an. Alles beginnt mit einer Idee im Labor. Wissenschaftler entwickeln zuerst Hypothesen für neue Therapiestrategien und anschließend Hunderte von Molekülen, die potenziell für die Behandlung einer Krankheit in Frage kommen. Bevor nun aber Studien an Patienten beginnen, werden sie in weiteren Versuchen getestet. Viele Experimente sind notwendig, um ein passendes Präparat zu entwickeln. Am Ende der Versuche bleibt meist nur eine Handvoll von Medikamentenkandidaten übrig, mit denen anschließend in Krankenhäusern klinische Studien durchgeführt werden. Aufgrund der hohen Kosten werden sie in der Regel von pharmazeutischen Unternehmen finanziert. Wenn die Studien positiv ausfallen, kann die Zulassung als neues Medikament beantragt werden. Im Laufe dieses jahrelangen Prozesses wurden rund 3 Milliarden Euro in dieses eine neue Medikament investiert. Mehrere hundert Laborforscher, Ärzte, Pharmazeuten sowie tausende Patienten haben an diesem Prozess mitgewirkt. Nun aber zurück ins Forschungslabor zu unserem Experten. Was genau macht die Entwicklungsprozesse bisher so langwierig und ineffizient? In der medizinischen Forschung ist, genau wie in allen anderen Wissenschaftsbereichen auch, der freie Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten und den darauf aufbauenden Erkenntnissen von entscheidender Bedeutung. Leider sind in beiden Bereichen große Defizite festzustellen. Zum einen ist die Qualität der Daten in vielen Fällen mangelhaft. Wir wissen, dass Daten, die von einer Forschungsgruppe produziert werden, in sehr vielen Fällen von einer zweiten Forschungsgruppe nicht validiert werden können. Inzwischen wissen wir, dass 80 bis 90% aller Daten nicht auf diese Weise reproduziert werden können. Gleichzeitig ist es momentan noch sehr schwierig, Daten zwischen verschiedenen Gruppen miteinander zu teilen. In sehr vielen Fällen besitzen Forschungsgruppen keinen freien Zugang zu anderen Forschungsdaten und zu den Erkenntnissen, beispielsweise Artikeln, die von anderen Gruppen produziert wurden. Wo hast du in deiner Forschung Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit erlebt? Mir ist es auch schon passiert, dass ich für meine Arbeit auf eine Publikation zugreifen musste, auf die ich leider keinen Zugriff erhalten konnte, weil die Paywall des wissenschaftlichen Verlages einen Zugriff verhindert hat. Das passiert, wenn die eigene Universität für eine bestimmte wissenschaftliche Zeitschrift kein Abonnement abgeschlossen hat. Wissenschaftler sind daran darauf angewiesen, dass sie befreundete Kollegen anschreiben, ob die ihnen ihre Artikel zuschicken könnten. Eine andere Möglichkeit sind semilegale oder illegale Tauschbörsen, wo Wissenschaftler ihre eigenen Artikel hochladen und damit anderen Forschern einen Zugang ermöglichen, auch wenn die jeweilige Universität das Abonnement zum Beispiel aus Mangel an finanziellen Mitteln nicht abschließen konnte. Was macht freie Wissenschaft in der Medizin allgemein für dich aus? Freie Forschung in der Medizin basiert für mich auf dem freien Zugang zu Ideen. Das bedeutet, Wissenschaftler weltweit können ihre Ideen miteinander teilen. Grundlage hierfür sind Reisefreiheit, idealerweise Visafreiheit, sowie der ungehinderte Zugang zu Laboren, Methoden, Techniken und auch zu Kliniken, in denen Studien durchgeführt werden können. Wo siehst du hier Handlungsbedarf? Wie könnten Lösungsansätze aussehen? In beiden genannten Bereichen, sowohl der Qualität der Daten als auch im Bereich des Zugangs zu diesen Daten, gibt es Verbesserungspotenzial. Im Bereich der Datenqualität geht es darum, Gedanken wie die Standardisierbarkeit von verschiedenen Forschungsmethoden und die Validität der benutzten Reagenzien sicherzustellen. Gleichzeitig soll der Zugang zu Daten verbessert werden. Das ist der Gedanke der Open Science. Wissenschaftler können Daten und Forschungsergebnisse frei miteinander teilen. Das ist ein Gedanke, der in anderen Wissenschaftsbereichen, zum Beispiel in der Physik, bereits der akzeptierte Standard ist. Für mich ist es ethisch nicht vertretbar, dass wir in der Krebsforschung immer noch eine Situation vorfinden, wo viele Daten nicht miteinander geteilt werden. Welche Rolle spielt die junge Akademie für dich? Für mich ist die junge Akademie vor allem ein Forum.
Ein Forum, bei dem man mit Wissenschaftlern aus anderen Fachbereichen über Fragen der Wissenschaftskultur und Wissenschaftsfreiheit offen diskutieren kann. Das bedeutet, man kann diese Fragestellungen gemeinsam analysieren, diskutieren und im Idealfall Lösungsansätze finden. Nur wenn sehr viele Wissenschaftler aus Universitäten, Forschungszentren, aus der Industrie und den Krankenhäusern zusammenarbeiten, haben wir eine Chance, dass ein neues Medikament diesen langen Weg auch erfolgreich beendet.